Ich hatte meine ersten Symptome schon sehr früh, aber mir wurde nicht geglaubt. Und das war für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich bekomme, weil nicht alle diese Möglichkeit haben. Mein Name ist Jessie, ich bin 20 Jahre alt und ich hole im Augenblick mein Abitur nach. Anfangs konnte ich auch noch sehr lange Strecken selber laufen und das ist dann immer weniger geworden. Inzwischen sind es nur noch ein paar Schritte, die ich laufen kann und ansonsten nutze ich im Alltag hauptsächlich den Rollstuhl. Ich habe die Diagnose einer hereditären spastischen Spinalparalyse. Das ist eine sehr seltene neurodegenerative Erkrankung, die fortschreitend und bislang nicht heilbar ist. Im Grunde können einfach die Signale nicht mehr richtig weitergeleitet werden. Bei mir kommt es dadurch zu einer fortschreitenden spastischen Lähmung beider Beine und ich habe eine neurogene Blasen- und Darmentleerungsstörung. Aber die Symptome sind allgemein sehr vielfältig. Die Diagnose habe ich erst mit 17 Jahren bekommen. Dadurch, dass die Krankheit eben erst so spät erkannt wurde, konnte mir auch sehr lange nicht geholfen werden und ich habe die Hilfsmittel und medizinischen Hilfen, die ich gebraucht hätte, nicht bekommen. Und das war für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Traurig macht es mich manchmal, wenn ich andere Menschen in meinem Alter sehe und deren Alltag und einfach immer wieder das Gefühl habe, dass ich dann nicht mithalten kann und nicht diese Geschwindigkeit habe, in der andere eben leben. In dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich erstmal ziemlich erleichtert, weil ich endlich besser wusste und auch verstehen konnte, was mit mir passiert ist und passiert. Eine konkrete Behandlung für die Krankheit gibt es nicht, weswegen die Behandlung dann hauptsächlich auf die Linderung von den Symptomen abgezielt hat. Ich habe Physiotherapie bekommen, Ergotherapie und eben gelernt, mir mehrmals täglich selbst einen Katheter zu legen, um die Blase zu entleeren. Und ich habe einen künstlichen Darmausgang bekommen. Ich hatte schon ziemlich lange den Wunsch, einen Hund zu haben, eigentlich schon als ich ganz klein war, aber es war irgendwie nie möglich und da war nie der Platz dafür da. Dann haben eben Ärzte und Therapeuten das auch empfohlen. Ein Assistenzhund ist ein Hund, der speziell ausgebildet ist und die Aufgabe hat, seinen Menschen im Alltag zu helfen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern. Die Ausbildung von Assistenzhunden ist ziemlich teuer und mir war von Anfang an klar, dass ich das selbst nicht finanzieren könnte. Und ich hatte dann eine Spendenaktion gestartet und dann tatsächlich auch das ganze Geld zusammenbekommen. Also als ich Sunny das erste Mal gesehen habe, das war für mich irgendwie total krass, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das wirklich Realität werden kann, weil es da vorher einfach immer nur ein Traum und ein Wunsch war. Sunny hat so eine Energie, die sie einfach mitbringt und mein Leben ist, seit ich Sunny habe, irgendwie viel intensiver. Ich fühle mich viel lebendiger. Am Anfang müssen Assistenzhunde natürlich erstmal die Sachen lernen, die alle Hunde lernen müssen, also Sitz, Platz, Bleib. Und Sunny wird bei mir speziell eben darauf trainiert zu erkennen, wenn sich der Stummerbeutel löst, um mir dann eben das rechtzeitig anzuzeigen. Außerdem kann sie Dinge aufheben, mir bringen. Zum Beispiel ist mir neulich in der Stadt der Kassenzettel runtergefallen und dann hat sie den mir einfach ohne Aufforderung wieder in die Hand gegeben. In Zukunft soll sie noch Dinge lernen, wie dass sie mir die Notfalltasche bringt oder auch Hilfe holt, wenn ich Hilfe brauche. Sunny bedeutet mir ziemlich viel, vor allem weil ich durch Sunny wieder ins Leben zurückfinden konnte. Und gerade in Situationen, in denen es mir einfach nicht so gut geht und sie dann eben kommt und mir zum Beispiel die Tränen aus dem Gesicht schlägt, in den Momenten merke ich, da ist ein Lebewesen und das ist da und es braucht mich und ich bin nicht alleine. Ich weiß nicht, wie sich meine Krankheit in Zukunft entwickeln wird, aber ich glaube, dass ich mit den passenden Hilfsmitteln und auch mit Sunny ein sehr, sehr lebenswertes und hoffentlich sehr selbstständiges Leben führen werde. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich mich nie wieder so verzweifelt fühlen muss wie vor der Diagnose. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich bekomme, vor allem meine Mama. Auch meine Freunde sind ziemlich cool damit umgegangen. Natürlich auch für Sunny, weil nicht alle diese Möglichkeit haben und ich bin einfach so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe.